Hallo meine Lieben, wir sind tatsächlich schon bei Tag 21 angelangt und heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Und was wir genau damit machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute basteln, das ist so ein bisschen eine interaktive Karte. Das heißt, dieses Element hier hängt eigentlich nur an einer Schnur an der Karte. Und wir haben Merry Christmas drauf gestempelt. Wir haben durch die Karte durchgestanzt, das heißt durch die Aufmattung und durch die Karte selber. Und hinten, wenn man dann die Karte öffnet, hat man diesen Kreis oder diese Kugel auch nochmal in weiß auf der Karte drauf. Das ist das, was wir heute basteln. Was wir für diese Karte brauchen, ist die Kugel aus dem Standset. Für diese Kugel, die innen drinne aufgehängt ist. Dann brauche ich einen Double-Stitched-Kreis, um überhaupt das Loch in die Karte zu bringen. Und das werden wir effektiv in die Auflagekarte und auch auf die erste Seite der Innenkarte. Dann will ich dieses Element effektiv so auf diesen Glitzer-Cardstock, das ist dieser Struktura Pearl Cardstock, den ich euch auch schon gezeigt hatte, ausstanzen, und zwar zweifach. Und dann werden wir auch noch direkt auf die Karte stempeln. Da nehme ich von diesem Stempelset nehme ich das Merry Christmas, was dann direkt auf die Karte kommt. Und was ich auch noch machen will, ist, bevor ich stemple, die Auflegekarte, damit die nicht komplett weiß oder nur dieses blasse Weiß ist, werde ich die effektiv mit diesem Embossing Die Cut, werde ich das auch noch embossen. Jetzt starten wir als erstes und machen das Loch in die Karte rein. Da gucke ich kurz mit den Stempeln, wo das ungefähr liegen soll, damit ich dann wirklich auch genug Platz habe noch für die Stempel selber. Ich mache das hier gleich mit Klebern fest. Und die Maße für die Karte, das habe ich euch gar nicht gesagt, das ist die Basiskarte wie immer, die 21 cm mal die 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Und die Auflagekarte, wie ich die Mattung immer mache, ist 0,5 cm kleiner, das heißt, die ist 14,3 cm mal 10 cm. Und so lasse ich das jetzt kurz durch die Big Shot durch. Und jetzt nehmt die Kleber noch nicht weg, sondern nur diesen inneren Kreis, den es ausgestanzt hat. Dann nehmt ihr eure Karte und klebt es mittig auf die Karte, auch mit so Kleber drauf, damit es fixiert ist. So, die habe ich jetzt fixiert und jetzt müsst ihr die Karte wirklich öffnen, damit das Loch nur vorne reingestanzt wird, aber nicht hinten. Und jetzt haben wir eine Auflagekarte und die Basiskarte, wo das dann auch wunderbar aufeinander stimmt. Und eben jetzt wollte ich diese Karte noch embossen. Und da legt ihr einfach das, was die Vorderseite ist, legt ihr auf den Embossing Folder drauf. Und dann dreht ihr das und lasst es durch die Maschine. Und dann habt ihr hier ein wunderschönes Muster auf dieser Karte drauf. Jetzt machen wir gleich mit der Big Shot weiter und da wollten wir ja, ich habe zu viele Sachen auf dem Tisch. Dann wollten wir hier einen Kreis ausstanzen
oder einen Kreis die Kugel ausstanzen. Dann könnt ihr hier kurz die Elemente rauspulen, am besten mit diesem Picking Tool, geht am einfachsten. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Element. Das Thema ist jetzt, die Rückseite sieht jetzt nicht so toll aus. Wenn ich jetzt das nochmal ausstanzen würde und versuchen würde, auf die Rückseite zu kleben, dann würde das ja nicht passen, weil ich bräuchte ja das Negativ von. Und deshalb werde ich ein Papier diesen Weg rum ausstanzen. Jetzt seht ihr aber, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber beim Stanzen ist es immer so, dass das eine leichte Wölbung nach unten kriegt. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach durch die Maschine lassen würde, auf der anderen Seite würde das hier so auf der Vorderseite aussehen. Das möchte ich versuchen irgendwie zu vermeiden und deshalb nehme ich eine dieser Schneidereste und lege das unten drauf, damit das Element, was ich stanze, nicht das letzte ist, was hier ausgestanzt wird. Vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, wie ich versuche das zu erklären. Aber ihr werdet dann das Resultat sehen. Ich vergleiche die dann, wie die aussehen. Und dann seht ihr es. Das heißt, ich lege die dieses weiße Element, was wir vorhin ausgestanzt haben, lege hier drauf. Und dann lege ich dieses Papier, anstatt so, wie wir es vorher gestanzt haben, auf die Rückseite. Und lege dann das Element drauf. Wenn ihr euch das Element jetzt anguckt, hier hat das Papier zusammengeschoben und die Kanten sind natürlich nicht wirklich schön. Und wenn wir das Element, was jetzt nicht ganz zuunterst war, wenn wir das dann angucken, ich löse da kurz die Sachen raus. Ihr seht, das Papier wurde wesentlich weniger zusammengeschoben. Es hat hier eine Kante, aber die kann ich jetzt mit dem Falzbein kurz ein bisschen wieder nach unten drücken. So, und dann sieht das wesentlich besser aus, als wenn ich das direkt gestanzt hätte, wo es mir das Papier so ein bisschen zusammengeschoben hätte. Und jetzt habe ich quasi ein Positiv und ein Negativ mit dem Glanzpapier, was ich ganz einfach zusammenkleben kann. Genau das mache ich jetzt. Hierfür verwende ich den Flüssigkleber, wie immer diesen Zementitkleber, den ich abgefüllt habe. So, und dann habe ich wunderschön einen Kreis für vorne, also so sieht er von vorne aus und so von hinten. Und das sieht doch wesentlich besser aus, als wenn das hier alles so zusammengestoßen gewesen wäre. So, jetzt brauche ich für diesen Kreis auch eine Aufhängung. Und das mache ich hier mit so einer Lochstanze. Dann nehme ich mir einfach den Teil, wo ich am meisten Fläche habe, das wird der hier sein. So, dann habe ich hier so ein kleines dünnes Band, das ziehe ich da durch.
kommen wir zur Karte selber. Jetzt haben wir natürlich ideal, um dieses Element aufzuhängen, haben wir zwischen der Auflagekarte und der Karte selber haben wir hier so ein bisschen Platz, wo wir das Element oder die Schnur für das Element befestigen können. Und ich habe auch wesentlich zu viel Schnur abgeschnitten. Da können wir noch ein bisschen kürzen. Und jetzt werde ich das Element möglichst mittig hinlegen und hier oben mit Doppelklebeband befestigen, damit es da nicht mehr wegrutscht. Und jetzt kann ich die Auflegekarte, respektive bevor ich das mache, ich bin heute sowas von organisiert, das ist unglaublich, die Schnur natürlich noch zurückschneiden, nicht dass die oben aus der Karte rausguckt. Und jetzt können wir kleben. So, und dann geht es darum, das passend auf die Basiskarte drauf zu bringen. Wenn ihr die Schnur ein bisschen zu wenig abgeschnitten habt, könnt ihr die einfach noch so ein bisschen drunter schieben und das fest machen. Was ich jetzt gerne auch hätte, weil wenn ich jetzt die Karte aufmache, sehe ich hinten von diesem Kreis überhaupt nichts. Und ich fände es jetzt eigentlich schön, wenn genau dasselbe Element in weiß hinten in der Karte ist, einfach um dem ein bisschen was Spezielles zu geben. Das heißt, ich werde dieses Element noch kurz auch auf weißem Papier ausstanzen und dann nehme ich auch einfach eine der Schneidereste von vorhin. Jetzt gehe ich kurz hin und markiere mir das nur so ein bisschen, damit ich weiß, wo ungefähr das Element liegen soll, damit ich den gleichen Schwung habe. Das heißt tendenziell so und das hier hinten drauf. So, und jetzt habt ihr gesehen, ne? Das hat irgendwie nicht funktioniert. Der hält nicht mit diesem Doppelkleber. Deshalb löse ich das kurz ein bisschen anders. Ich habe die Schnur, die rausgekommen ist, effektiv mit diesem Picking Tool einfach wieder hineingeschoben. Und jetzt mache ich ein Loch hier, wo ich spüre, wo die Schnur ist. Und da mache ich jetzt effektiv mit dem Picking Tool durch die Schnur hindurch ein Loch hinein. Dann schiebe ich hier von der Seite so ein kleines 4 mm Brett hindurch. Und keine Angst wegen der anderen Seite, da kommt sowieso noch eine Schlaufe drauf. Und hier auf der Innenseite ist es eigentlich noch cool, weil es gibt so wie auch noch so ein spielerisches Element, wenn man dann die Karte aufmacht. Das passt eigentlich wunderbar. So, jetzt haben wir was bestimmt hält und hier kommt eine Schlaufe oben drauf und hinten haben wir dann lustig diesen Bummel, der zu dieser Kugel eigentlich wunderbar dazu passt.
Und dann haben wir hinten in weiß auch diese Kugel, die quasi wie ein Schattenspiel gibt zu dieser Karte oder zu dieser vorderen Kugel. So, jetzt, bevor ich das hier mache mit der Schlaufe, wollten wir ja noch stempeln. Das machen wir mit dem Stamping Tool. Ich lege mir hier die Stempel zurecht, dort wo ich sie gerne liegen haben möchte. Dann stemple ich das Ganze mit dem StazOn Stempelkissen. So, genau den Effekt wollte ich haben. Ich wollte nicht, dass es richtig satt ist, sondern durch dieses Embossing haben wir immer wieder, man sieht die Punkte immer noch und trotzdem kann man das Merry Christmas lesen. Ich finde das eigentlich für mich was am schönsten so. So, und jetzt kümmern wir uns noch oben um dieses Element. Und ich weiß nicht, ob ihr das andere Video gesehen habt, wo ich das schon mal gezeigt habe. Deshalb dachte ich, ich zeige es nochmal, wie man sehr einfach eine Schlaufe, eine gleichmäßige Schlaufe machen kann. Das heißt, ihr nehmt das Band, der hintere Teil sollte länger sein als der vordere Teil und dann geht ihr mit dem hinteren Teil einmal, kreuzt ihr das drüber, geht durch die Mitte durch, dann zieht ihr hinten das nach oben und kommt wieder durch die Mitte zurück, zieht das so ein bisschen an und dann verknotet ihr das hier. Könnt ihr wirklich auch extrem fest ziehen, dass das wirklich schön sitzt und dass die beiden Bänder so ein bisschen nach unten zeigen. Und dann könnt ihr das von der Gabel ziehen, umdrehen und ihr habt wunderbar eine kleine Schlaufe. Und dann können wir diese Schlaufe effektiv hier oben hinkleben und dann sieht man nämlich auch diese Sicherheitsnadel dann nicht mehr. Oder das Ende oder die Rückseite von dem Brett und ihr habt wunderbar eine Schlaufe auf der Karte drauf. Das Problem bei diesen Bändern ist immer so ein bisschen, die fransen da so ein bisschen aus. Und wenn ihr das vermeiden wollt, nachdem ihr das geschnitten habt, dann könnt ihr hier einfach kurz mit dem Feuerzeug, wirklich nur ganz kurz, drüber und dann versiegelt euch das so, weil es schmilzt so ein kleines bisschen und dann franzt es auch nicht mehr aus. Und das klebe ich jetzt mit Flüssigkleber hier oben drauf. Und das müsst ihr jetzt ein bisschen festhalten, weil das Band ist halt kein Papier, es klebt nicht so schnell, wie das mit Papier der Fall wäre. Und dann sieht man eigentlich auch nichts mehr von diesem Brett oder fast nichts mehr. Ich hätte es noch ein bisschen weiter oben kleben können, aber passt schon. Dann habt ihr dieses freischwebende Element hier und innen drin in der Karte auch noch mal diesen Kreis wiederholt. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen was Interaktives auch. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten
und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!